Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digital Fernsehen, zu einem neuen Video. Wir haben heute erstmals den neuen 75 Zoll Fernseher von Sony, das aktuelle Flaggschiff von 2015 im Test. Es handelt sich hierbei um den KD75X9405C und unser Video fällt deshalb viel länger aus als sonst gewohnt. Hier ein kleiner Tipp: Wir werden in den ersten 10 Minuten ausschließlich die Ausstattungsfeatures, Smart TV-Features, Smart TV-Leistung und so weiter erklären. Ab Minute 10 geht es dann los mit den ganzen Bildfunktionen und wir werden euch dann auch noch die Besonderheiten im Bildmenü erklären. Und jetzt lasst uns einfach starten. Sonys 75 Zoll Koloss ist schlichtweg gigantisch. Wenn ihr den Fernseher optisch ansprechender bei euch im Wohnzimmer installieren möchtet, sollte euer Sideboard eine Breite von ungefähr 2 Metern aufweisen. Unser Unterbau hat leider nur eine Breite von 1,80 Meter, sodass wir die Standfüße mittig positionieren mussten, was optisch ein wenig, wie ihr hier sehen könnt, deplatziert wirkt. Doch die stattliche Größe bietet auch Vorteile. So ist der Sound der integrierten Lautsprecher wahrlich fantastisch und kann sich auch mit externen Regallautsprechern messen. Keine Überraschungen gibt es bei den Anschlüssen. Die Zweitfernbedienung für die Android-Navigation wird mit einem Tastendruck aktiviert. Die Verbindung mit dem Google-Service nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und kann leider auch nicht abgekürzt werden. Nach ein paar Sekunden habt ihr dann tatsächlich die Wahl, die Anmeldung zu überspringen. Wenn ihr einen Google-Account habt, könnt ihr euch hier bereits in das Android-Ökosystem einloggen. Ein bisschen umständlich ist, dass man in den manuellen Einstellungen tatsächlich erst die DiSEC-Steuerung aktivieren muss. Die Umschaltzeiten beim Senderwechsel sind etwas langsamer als bei den Klassenbesten. Hier die Standardfernbedienung mit dem Tastenfeld und der auffälligen Netflix-Taste. Und hier die kompakte Zweitfernbedienung mit dem Touchpad und dem Mikrofon zur Spracheingabe. Es lassen sich insgesamt 4 Favoritenlisten anlegen. Durch die Anbindung an den Google Store kann man natürlich sehr schnell auch Apps abrufen. Netflix lässt sich natürlich auch mit Druck auf die Netflix-Taste starten. Das geht auch wirklich flink. Ihr könnt hier ganz bequem Serien in 4K anschauen. Das heißt, das 4K-Streaming wird tadellos unterstützt. Der TV unterstützt auch HEVC-Signale, was auch den UHD-TV-Empfang ermöglicht über die SAT-Leitung. Ihr seht es hier schon bei der Anordnung, man hat sich hier für so ein Strickleitersystem entschieden. Zur YouTube-App ist eben zu sagen, dass auch hier das 4K-Streaming möglich ist. Das heißt, ihr müsst nicht über einen Browser
zwangsweise das YouTube-Portal erst anspielen, sondern könnt direkt aus der App die volle Bildqualität abrufen. Im Google Play Store könnt ihr Spiele und Apps finden und installieren. Der TV bietet hierzu 8 GB internen Speicher, der sich dann eben auch erweitern lassen wird über externe Datenträger. Und falls ihr hier in der Vorauswahl euren Inhalt nicht findet, könnt ihr hier einfach auf das Lupensymbol gehen und mit der Zweitfernbedienung auf die Mikrofontaste drücken und den Suchbegriff einsprechen. The Wolf Among Us. Und schon tauchen die gesuchten Inhalte auf. Der bisherige Nachteil ist eben die Performance des TVs reicht für 2D-Games aus. Das kann ich euch hier mal zeigen. Es kann jetzt gut sein, dass es durch die unterschiedlichen Bildraten, mit der wir hier aufnehmen und wie es dann eben über den YouTube-Player abgespielt wird, dass es dann für euch so ausschaut, als würde es jetzt ruckeln, aber es ist tatsächlich nicht der Fall. Das heißt, Badlands läuft flüssig, man kann es mit der Fernbedienung spielen. Es macht Spaß, so wie man es halt von einem Tablet kennt oder von einem Smartphone. Der Nachteil ist eben, wenn man es eher umfangreicher oder inhaltlich ansprechender haben möchte, dann kommt man eben schnell an die Leistungsgrenzen des TVs. Das heißt, wir haben jetzt hier mal The Wolf Among Us installiert. Hat man jetzt schon das erste Problem, mit der Fernbedienung kommt man jetzt einfach nicht mehr weiter. Da steht jetzt Press A to begin. Und wir haben jetzt an den TV einfach mal einen PS3-Controller angeschlossen, um das Spiel überhaupt starten zu können. Und hier merkt man eben, wie limitiert die Leistung des TVs ist. Das sind einfach Frameraten, schätzungsweise irgendwas zwischen 10 und 20 Frames pro Sekunde. Mit deutlichen Rucklern dazwischen und so kommt einfach kein gutes Spielgefühl auf, selbst bei so einem Spiel, wo es jetzt nicht unbedingt um Reaktionsschnelligkeit geht. Positiv ist anzumerken, dass Sony mit Android 5 eine viel bessere Leistung abliefert als die Konkurrenz im letzten Jahr mit Android 4. Das heißt, da hatten wir massive Grafikfehler und eigentlich eine nahezu unspielbare Darstellung. Hier können wir eben sagen, dass die Grafik an sich für Android-Verhältnisse fehlerfrei umgesetzt wird, auch im Bereich der Schatten und Details. Hier können wir eben ganz gut sehen, was Sony an Smart TV-Leistung verbaut hat. Das heißt, ihr habt einen internen Gesamtspeicher von 8 GB, einen Arbeitsspeicher von 1,5 GB und der Prozessor ist ein Dual-Core-Prozessor, während die GPU eben 3 Kerne hat und OpenGL kompatibel ist, im Prinzip auch die ganzen Shader, Texturen und so weiter unterstützt, aber es fehlt dann eben doch gewissermaßen an Leistung, um eben Full HD Grafik ruckelfrei zu berechnen. Was man bei all den vorhandenen Apps vermisst, ist ein Browser. Das heißt, ihr könnt von Start weg nicht einfach alle Internet-Websites mit dem TV anwählen. Hier müsst ihr dann den Umweg über bestimmte Apps oder Browser-Apps gehen. Wir haben hier einmal den Versuch gestartet, den Firefox-Browser aus dem normalen Google Store zu laden, aber leider ist dies nicht möglich. Was dagegen sehr praktisch ist, ist die globale Sprachsuche. Das heißt, ihr drückt auf das Mikrofonsymbol der Zweitfernbedienung und sprecht einfach den Suchbegriff ein. Digitalfernsehen. Und schon haben wir hier beispielsweise unseren eigenen YouTube-Kanal und könnten uns jetzt die Videos anschauen. Videos von einem Datenträger spielt ihr über die Video-App ab. Und der Sony TV meistert hier wirklich tadellos Aufnahmen, die hier teilweise bis zu 100 Mbit
pro Sekunde betragen. Das heißt, der Media Player ist wirklich sehr, sehr gut für UHD-Camcorder-Aufnahmen in UHD geeignet, beziehungsweise auch für Formate im neuen HEVC-Format. Und die Formatvielfalt bzw. die Formatunterstützung kann sich wirklich sehen lassen. Es ist kaum zu glauben, wie leuchtstark der Sony TV ist. Wir haben hier einmal den Vergleich mit dem SUHD von Samsung in 65 Zoll. Und hier muss man eben sagen, dass der 65 Zoll Fernseher deutlich leuchtstärker ist, der SUHD TV von Samsung, als der 78 Zoll SUHD von Samsung. Und dennoch schafft es Sony mit dem 75 Zoll Modell selbst den 65er von Samsung zu überflügeln. Und wir erreichen hier eben Spitzenwerte von 1300 Nits, während der SUHD in 65 Zoll bis zu 1000 Nits schafft. Der 78 Zoll liegt irgendwo bei 700 Nits, also es ist wirklich ein gigantisches Leistungsspektrum, was Sony hier abruft, und die Bildhelligkeit und Bildbrillanz sucht derzeit ihresgleichen. Anders sieht es dagegen aus, wenn man sich Details anschaut, die vom Local Dimming profitieren. Und wenn man sich eben die Farbhelligkeit anschaut. Das heißt, bei Sony ist es meist der Fall, wenn etwas größere Flächen brillant dargestellt werden müssen, dass der Fernseher da sein Leistungsmaximum abruft. Bei kleineren Leuchtflächen wird immerhin noch eine höhere Spitzenhelligkeit erreicht als bei vollflächigen Bildinhalten. Das heißt, wenn ihr eine komplette Weißfläche oder eine komplette Farbfläche darstellt, dann reduziert der Fernseher die Helligkeit vollautomatisch, während er eben bei kleineren Elementen die Bildhelligkeit erhöht. Es gelingt aber eben dem SUHD von Samsung einen Tick filigraner, einen Tick präziser, weshalb sich beide Fernseher irgendwann in der Helligkeit angleichen. Oder Samsung kann sogar bei sehr, sehr kleinen Details dann sogar punkten in Sachen Bildbrillanz, weil einfach die Zonenanzahl des SUHD höher ist. Es können damit kleinere Bereiche exakter angesteuert werden. Die Farbhelligkeit ist bei beiden TVs ebenfalls vergleichbar. Das heißt, wenn wir hier die Brillanz von Einzelfarben messen, dann nehmen sich beide TVs nicht viel. In der Praxis ist es aber dennoch häufig so, dass der Sony als deutlich heller empfunden wird. Kann man hier, glaube ich, auch schön erkennen beim Trailer zum Final Fantasy VII Remake, dass der Sony einfach in Sachen Bildbrillanz nochmal einen draufsetzt. Und in Summe handelt es sich hier um das brillanteste Display, was wir jemals gemessen, getestet haben. Selbst der 85 Zoll Fernseher von Sony war nicht derart hell, wie es eben der 75 Zoll ist. Ich möchte euch jetzt mal ein wenig die Bildeinstellung zeigen. Hierzu wählen wir die Taste Action Menü, um schnell in die gewünschte Einstellung zu kommen. Der Vorteil im Vergleich zur normalen Steuerung über das Home-Menü ist eben, dass ihr über die Back-Taste sofort wieder in den HDMI-Einstellungen landet, beziehungsweise auf der Quelle landet. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Wir könnten hier auch den Umweg über das Home-Menü nehmen. Nachteil ist eben, wenn ich jetzt hier auf Back, also zurück gehe, muss ich dann erst wieder die Quelle anwählen. Und das macht sich eben über dieses Kurzmenü deutlich bequemer. In den Bildeinstellungen hat man zunächst die Wahl, welchen Bildmodus man voreinstellen möchte. Hier gibt es zwei Dinge zu beachten. Zum einen ist es nicht mehr so wie in der Vergangenheit, dass man zwingend einen bestimmten Bildmodus aktivieren muss, um wirklich das komplette Bildpotenzial des Fernsehers auszuschöpfen. Das hat Sony glücklicherweise über Bord geworfen. Das heißt, ihr könnt euch hier erstmal für ein Preset entscheiden und könnt dann im Nachgang die Einstellung so tätigen, dass euch das Bild dann wirklich gefällt, ohne dass ihr Gefahr lauft, irgendwas zu verpassen. Wenn ihr einen PC habt und PC-Signale zuspielt, solltet ihr euch entweder für den Modus Spiel oder für den Modus Grafik entscheiden. Beide Modi haben den Vorteil, dass der Fernseher dann die volle Farbauflösung unterstützt.
Das heißt, in allen anderen Modi ist die Farbauflösung wie gewohnt beim normalen Videostandard. Das heißt, der Fernseher interpoliert die fehlenden Farbinformationen, die ja eben die Quelle auch nicht liefert. Beim PC sieht das ja meistens ein bisschen anders aus, wenn die Grafikkarten wirklich mit voller Farbauflösung das Bild ausgeben. Man hat dann eben den Nachteil, das ist, kennt man von anderen TVs, dass dann eben die Zwischenbildberechnung nicht mehr anwählbar ist. Ihr könnt aber das Dimming nutzen und ihr könnt auch, das kann ich kurz mal zeigen, ihr könnt auch scheinbar Motion Flow nutzen. Aber Motion Flow ist dann eben nur noch in Form einer Blackframe Insertion anwählbar. Ihr seht das hier, wie das dann in der Kamera anfängt zu flimmern. In der Realität ist es so, dass man es mit dem bloßen Auge hier nicht bemerkt, hier immer noch nicht bemerkt, hier immer noch nicht bemerkt. Und erst bei maximaler Stufe sieht man es dann auch tatsächlich mit dem bloßen Auge. Ich werde dann gleich nochmal erklären, was es mit den unterschiedlichen Modi auf sich hat. So, die Helligkeit ist hier tatsächlich das Backlight. Das heißt, die Hintergrundbeleuchtung könnt ihr hier stufenlos steuern, wie ihr möchtet. Lichtsensor ist auch klar, reagiert halt automatisch auf das Umgebungslicht. Die Farbeinstellung kann man so belassen, die ist okay. Und in den erweiterten Einstellungen gibt es jetzt halt eine kleine Doppelung. Mit Helligkeit ist tatsächlich wieder die Hintergrundbeleuchtung gemeint. Kontrast ist die normale Kontrasteinstellung. Hier ist dazu zu sagen, dass wenn man sich in den Kinomodi befindet, kann man ruhig die Maximaleinstellung nutzen, ohne dass jetzt irgendwelche Details ausbrennen. Gamma ist nicht so schön gelöst, weil man eben wieder bei diesen nicht selbsterklärenden Angaben immer noch ist. Nach dem Motto 0 umschreibt eine Gamma von 2,2, geht man in den Minusbereich, nähert man sich halt Richtung 2,4, 2,6 und geht man eben in den Plusbereich, dann hat man irgendwie eine Gamma von 2,0 oder 1,8. Das hätte man irgendwie anders benennen können, vor allem weil eben zukünftig neue Standards Einzug halten, die bei den meisten Herstellern schon korrekt benannt sind in den Voreinstellungen, und hier muss man halt raten. Der Schwarzwert, und da muss man Sony ein riesengroßes Lob aussprechen, ist eben das, was bei nahezu allen anderen Fernsehern der Helligkeitsregler ist. Und weil Helligkeit eigentlich totaler Schwachsinn ist, um diese Funktion zu umschreiben, hat sich Sony glücklicherweise dazu entschieden, das Schwarzwert zu nennen. Denn es handelt sich wirklich um die Einstellung der schwarzen Bereiche. Das heißt, wenn ihr höher als 50 geht, sind schwarze Bereiche aufgehellt. Wenn ihr niedriger als 50 geht, werden Details in dunklen Bereichen verschluckt. Wir haben uns deswegen für die 49er Einstellung entschieden, weil der Fernseher eine extrem gute Durchzeichnung hat und man einfach Gefahr läuft, dass bei Material, was nicht super perfekt gemastert ist, dass man dann selbst in der 50er Einstellung unnötige Aufhellung hat. Das heißt, in der Praxis kann man sich irgendwie für 49 oder 50 entscheiden. Schwarzabgleich ist einfach nochmal eine Kontrastverstärkung, nicht im absoluten Schwarzbereich, sondern irgendwo in einem dunklen Bereich. Man macht sich damit das Bild nicht kaputt, es werden auch keine Details verschluckt, es ist einfach nur eine Kontrastoptimierung. Gleiches gilt für den erweiterten Kontrastverstärker, der halt im Mitteltonbereich die Brillanz ein bisschen anhebt. Ganz wichtig ist eben das Local Dimming. Das lässt sich in 3 Stufen einschalten oder komplett ausschalten. Es ist aber notwendig, zum einen, um eine sehr gute Schwarzdarstellung zu erreichen, aber eben auch, um eine sehr gute Helligkeit zu erreichen. Denn nur mit eingeschaltetem Local Dimming ist die Extended Dynamic Range Funktion nutzbar. Und hierbei handelt es sich zuallererst um eine Konvertierung. Und da kann ich euch mal zeigen, wie die funktioniert. Wir haben hier halt eine Bildszene, die sich sehr gut dazu eignet, den Extended Dynamic Range Effekt zu erklären. Das heißt, in der Auseinstellung arbeitet jetzt zwar das LED Backlight und das Local Dimming,
aber die Signalverarbeitung reagiert eben nicht besonders effektiv auf den Bildinhalt. Und wenn ich diese Funktion jetzt in die Hocheinstellungen schalte, sieht man, glaube ich, ganz gut, wie im Bereich der Sonne, ich blende hier nochmal ein bisschen ab, wie im Bereich der Sonne sowohl die Bildhelligkeit stark zunimmt, aber gleichzeitig auch die Durchzeichnung. Das heißt, man hat hier sozusagen eine verstärkte Helligkeitsansteuerung der LEDs kombiniert mit einer zusätzlichen Gamma-Korrektur im Bereich der Maximalbrillanz, um eben den High Dynamic Range Effekt zu simulieren. Das heißt, wenn man jetzt natürlich eine passende Quelle hätte, die schon dieses Signal liefert, dann hätte man eben genau diesen Effekt, dass man mehr Helligkeit hat und gleichzeitig aber auch mehr Details erkennt. Natürlich ist es jetzt für die Sony-Technik nicht möglich, Details irgendwo herzuzaubern. Das heißt, es ist jetzt hier eher so eine subjektive Geschichte, dass man das Gefühl hat, die Details, die vorhanden sind, besser erkennen zu können. Aber es ist auch ein subjektiv gesehen fantastischer Effekt, bei dem man eben diesen ganz natürlichen Sonnenlichteffekt wirklich sehr, sehr gut simuliert, wohlgemerkt ohne eine HDR-Quelle zu haben. Ich ändere hier mal die Local Dimming Einstellung, indem ich das LED-Backlight auch ausschalte. Da seht ihr eben, dass der Kontrast und die Schwarzdarstellung dann wirklich nachteilig sich zum Negativen verändern. In der geringen Einstellung ist dann das Local Dimming aktiv und je höher man eben diese Stufe setzt, desto effektiver werden im Prinzip dunkle Bereiche abgedunkelt und die hellen Bereiche behalten dann ihre Brillanz. Den höchsten Bildkontrast erzielt man tatsächlich in der Hocheinstellung. Allerdings hat dieser Modus einen kleinen Haken. Wenn wir uns mal das Gesicht dieses Herrn anschauen, dann werden wir eben sehen, dass die Details komplett ausbrennen. Und das liegt eben daran, weil wir das Local Dimming in maximaler Stufe gerade verwenden. Man kann hier gut erkennen, dass in der Mitteleinstellung die Details dann nicht mehr ausbrennen. Der Vorteil dieser Dimming-Einstellung in der höchsten Stufe ist natürlich, dass sich diese Halo-Effekte minimieren. Das heißt, wenn ihr hier die Intensität verringert, dann werdet ihr eben feststellen, dass diese Aufhellungen stärker zutage treten. Am Ende müsst ihr euch eben entscheiden, ob ihr die Details jederzeit fehlerfrei darstellen wollt oder ob ihr eher den Kontrast subjektiv steigern wollt, indem ihr eben die Hocheinstellung wählt. Bei der Aufteilung in den Bildeinstellungen kann man schon gut erkennen, dass Sony versucht, mehr Ordnung in das ganze Chaos und Durcheinander zu bringen. Das heißt, wir haben jetzt sämtliche Einstellungen in der Helligkeitsoption vorgenommen und gehen jetzt in das Farbmenü. Hier ist eben zu sagen, dass Farbe, Farbton bereits von anderen Sony-Generationen bekannt ist. Farbtemperatur ist, wenn man so möchte, komplett neu, denn man hat jetzt nicht nur die Funktion der Presets, man hat auch nicht nur die Funktion über Gain und Bias-Regler, die Bereiche grob zu kalibrieren, sondern man hat jetzt eben erstmals eine 10-Punkt Weißabgleich-Korrektur, bei dem sich dann alle Profis oder alle, die dies werden wollen, dann austoben können. Der Farbraum ist leider etwas verwirrend ausgedrückt, und zwar fährt man meistens richtig, wenn man die automatische Einstellung nimmt. Man kann mit aktuellen Quellen auch auf die BT709 Einstellung gehen. Der Automodus ist beispielsweise bei normalen TV-Quellen nicht anwählbar, da muss man sich dann halt beispielsweise für BT709 entscheiden. Und wenn man jetzt hier weiterklickt, sieht man eben, dass Sony auch einen sogenannten DCI-Modus anbietet.
Und in diesem Modus wird der maximale Farbraum des Fernsehers ausgenutzt und es werden praktisch alle Farbzwischenstufen neu angeordnet, wenn man so möchte, neu berechnet. Und wenn man DCI anwählt, kann man die Farbbrillanz nicht ändern. Das heißt, diese ist dann fest voreingestellt. Während man bei BT709 oder in der automatischen Einstellung die Farbbrillanz in 3 Stufen anpassen kann, niedrig, mittel, hoch. Und bei Farbbrillanz handelt es sich um eine Farbraumkonvertierung, die in der Auseinstellung komplett deaktiviert ist, in der Niedrigeinstellung, wie die Vorgabe schon richtig sagt, arbeitet, aber eben so, dass man es nicht unbedingt merkt. Den Maximalfarbraum erreicht ihr in der Einstellung Mittel, in der Hocheinstellung werden dann nur noch Farbabstufungen praktisch mit höherer Sättigung versehen. Deswegen nutzen wir hier die Konvertierung in der Stufe Mittel, um einfach das maximale Potenzial des Fernsehers abzurufen. Die DCI-Einstellung ist eben nochmal ein Stück kräftiger in den Abstufungen und sollte dann gewählt werden, wenn beispielsweise die UHD Blu-ray irgendwann mal startet und dann eben diesen Farbraum bietet. Da muss man wirklich sagen, Sony hat da einen tollen Job gemacht. Die Farbpunkte liegen wirklich sehr nah an den Sollpunkten. Im Grün- und Blau-Bereich ist man nicht ganz bei der geforderten Sättigung, aber ansonsten kann sich das Ergebnis wirklich sehen lassen. Womit sich Sony überhaupt keinen Gefallen tut, ist die BT2020-Funktion, die allein schon subjektiv gesehen total lächerlich wirkt. Wir haben uns mal den Spaß gemacht, das auszumessen. Es ist so, dass die Maximalfarbpunkte aus der DCI-Einstellung einfach erhalten bleiben, was eigentlich auch logisch ist, denn der Fernseher hat nun mal irgendwo sein Maximum und das ist eben bei der DCI-Norm. Das heißt, er kann nicht einen größeren Farbraum abbilden, als es DCI verlangt. Was jetzt BT2020 macht, ist, dass sämtliche Farbabstufungen in einer irrwitzigen Sättigung nach oben gezogen werden. Das sieht nicht nur gruselig aus, das ist auch in einem Farbdiagramm kaum in Worte zu fassen und ihr solltet von dieser Einstellung wirklich die Finger lassen. Selbst wenn jetzt irgendwann mal UHD mit BT2020 Farbraum kommen sollte, lasst die Finger von diesem Preset. Das hat absolut nichts mit irgendwelchen Standards oder irgendwelchen Vorgaben zu tun. Wie gesagt, bleibt bei DCI, BT709 oder automatisch und nutzt dann eben die Farbbrillanzkonvertierung. Bei der Bildschärfe hat Sony ein bisschen was geändert, das heißt, der normale Schärferegler, den solltet ihr dabei belassen. Die Reality Creation ist wie immer manuell oder automatisch einstellbar. Wir haben das Gefühl, dass die Intensität ein bisschen verändert wurde, beziehungsweise die Logik, nach der die Reality Creation funktioniert. Das heißt, wir konnten hier wirklich bis auf Stufe 30 hochgehen, ohne dass das Bild unnatürlich wirkt. Bei den letzten Generationen haben wir uns eigentlich immer Stufe 20 dafür ausgesucht. Mastered in 4K ist wieder diese Spielerei, dass man eben davon ausgeht, wenn man bereits entsprechende Blu-rays zuspielt, die nach einer 4K-Vorlage gemastert wurden, dann sollte man eben das einschalten, damit Player und Display praktisch nicht zu viel Nachbearbeitung durchführen. Aber letztendlich kann man es auch ausgeschaltet lassen und einfach es so nutzen. Der Unterschied ist wirklich marginal. Und was eben auffällt, der Rauschfilter ist weg. Das heißt, aus den letzten Generationen war es halt immer so, dass die Reality Creation eben diesen Auflösungsregler hatte und einen Rauschfilterregler. Und der Rauschfilterregler ließ sich nicht komplett deaktivieren. Der Regler ist weg. Dafür hat man jetzt eben die beiden Modi zufälliges Rauschen und digitales Rauschen reduzieren, sollte man im Normalfall ausschalten, um eben keinen Detailverlust zu provozieren. Die wahrscheinlich größte Neuerung ist die
Motion Flow Einstellung, die neue. Und zwar habt ihr jetzt zahlreiche Presets, die man aus der Vergangenheit kennt. Und dann gibt es eben noch die Funktion Anwender, bei der man wie bei Samsung oder LG gewohnt sowohl die Weichheit der Bilder einstellen kann, also wie flüssig soll jetzt das Filmsignal konvertiert werden. Da ist es so, dass es ab Stufe 4 sehr flüssig wird. Wer das nicht mag, sollte halt beispielsweise Stufe 3 wählen oder Stufe 2. Die Klarheit beschreibt, wie detailliert und scharf Bewegtbilder angezeigt werden. Und Sony setzt hier wie bereits in der Vergangenheit auf eine Black Frame Insertion. Das heißt, dass die LEDs werden kurzzeitig ausgeschaltet und wieder ein und wieder aus und wieder ein, um eben Dunkelphasen zu generieren, die dann dafür sorgen, dass dieser Hold-Type-Effekt von einem LCD, dass der dann ausgemerzt wird und sich der TV eher an die Logik eines Plasmas oder eines Röhren-TV annähert. Der Nachteil ist eben, dass die Helligkeit sehr stark nachlässt. Das heißt, nur in der Minimaleinstellung könnt ihr die maximale Helligkeit nutzen und ihr seid dann bei einem guten 100 Hertz Bewegtbildschärfe-Niveau. Das heißt, es ist ein 100 Hertz Panel und ihr nutzt im Prinzip die Zwischenbildberechnung, um eben die Bildschärfe bei Bewegtbildinhalten zu verbessern, und das klappt eben auf sehr, sehr guten 100 Hertz Niveau. Wenn ihr Klarheit auf Stufe 1 schaltet, seid ihr bereits auf guten 200 Hertz Niveau, wenn man so möchte. Bei Stufe 2 verbessert es sich so stark, dass man eigentlich kaum noch Nachzieheffekte erkennen kann. Und bei Stufe 3 erreicht der Fernseher die beste Bewegtbildschärfe, die man im Moment im UHD-Segment findet. Das heißt, der Fernseher ist in dieser Stufe auch besser als ein Samsung SUHD und er ist in dieser Stufe auch besser als ein OLED von LG. Man opfert aber eben sehr viel Helligkeit, und in Zahlen ausgedrückt kann man sagen, dass sich die Helligkeit nahezu immer halbiert. Das heißt, man hat hier 1200 Nits Maximalhelligkeit, was einfach der absolute Wahnsinn ist. Dann halbiert sich das Ganze auf 600 Nits, was immer noch mehr ist, als beispielsweise ein OLED oder ein normaler LCD schafft. Geht man hier auf Stufe 2, landet man irgendwo bei einer Maximalhelligkeit von 400 Nits, was praktisch einem normalen Edge-LED-LCD-Niveau entspricht, und bei Stufe 3 sind es dann eben um die 200 Nits, was dann eher Richtung Plasmahelligkeit geht. Das heißt, wenn ihr bislang einen Plasmafernseher besessen habt, dann ist das vielleicht genau die richtige Option für euch, wenn ihr eben kein Fan von diesen enormen Spitzenhelligkeiten seid und wenn ihr einfach das Plasma-Feeling beibehalten wollt. Das Gute ist eben auch, ihr spart so eine Menge Energie. Das heißt, in dieser Maximaleinstellung liegen wir dann wirklich bei einem Maximalverbrauch von 450 Watt, während wir hier, wenn wir die Helligkeit derart stark reduzieren und eben dann als Bonuseffekt die bessere Bewegtbildschärfe erhalten, da liegen wir hier dann bei der Hälfte. Und ich meine, 200 Watt bei einem 75 Zoll Fernseher, das wäre mit einem Plasma-TV undenkbar, erst recht bei 4K Auflösung. Stufe 4 hat jetzt eigentlich nur noch symbolischen Wert, das heißt, da kann man kaum noch Vorteile erkennen, und die maximale Stufe ist eigentlich völlig unnütz, weil das Bild anfängt zu flackern. Das Flackern ist jetzt nicht so extrem, wie ihr es seht. Ich gehe jetzt auch mal zurück, damit ihr keine Kopfschmerzen bekommt. Es ist erträglich. Man muss halt sagen, die Bewegtbildschärfe ist dann wirklich perfekt. Also sie ist identisch wie bei einem Standbild, selbst wenn sich das Bild in einer irrsinnigen Geschwindigkeit bewegt. Ja, das mag ein Vorteil sein, aber für das bloße Auge reicht eigentlich Stufe 3 aus. Viel mehr braucht man wirklich nicht. Und wie gesagt, so kann man sich eben dann entscheiden, wie viel Helligkeit man nutzen möchte oder wie viel Schärfe man eben haben möchte. Was eben noch der große Vorteil ist, das Panel verhält sich ziemlich gutmütig. Das heißt, man hat selbst in der Minimaleinstellung jetzt keine Probleme mit richtigen Nachzieheffekten. Das heißt, in dunklen Bereichen zieht das Display wirklich nicht nach. Das ist wirklich ein gutes Panel.
Was die Sache so kompliziert macht mit dieser ganzen Motion Flow Einstellung, ist der Filmmodus. Das war früher mal so geregelt, noch komplizierter, indem der Filmmodus bei unterschiedlichen Presets sich unterschiedlich verhalten hat. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Man hat jetzt eben verschiedene Intensitäten und Sony versucht hier so ein bisschen zu umschreiben, was jetzt hier der Unterschied ist. Das heißt, optimiert die Bildqualität auf Basis von Videoinhalten für Filme und Computergrafiken. In der Praxis ist es eben so, dass wenn man den Filmmodus in die Hocheinstellung schaltet, dass nur dann wirklich diese Glättungsintensität maximal ausgereizt wird. Das heißt, wenn ihr diesen Glättungsregler auf die 4. oder 5. Stufe schaltet und den Filmmodus nicht auf Hoch habt, sondern auf Mittel oder Niedrig oder Aus, dann kommt es immer noch zu diesen typischen Kinofilm-Rucklern. Das heißt, das müsst ihr einfach bedenken, dass ihr, wenn ihr wirklich ruckelfrei irgendwas anschauen wollt, dass ihr zuallererst den Filmmodus auf Hoch schaltet und dann eben noch den Glättungsregler nutzt. Was extrem erfreulich ist beim Sony TV, ist die Eingabeverzögerung im normalen TV-Modus. Die ist nämlich sehr, sehr gering und der TV reagiert mit aktivierter Zwischenbildberechnung ungefähr doppelt so schnell wie Samsungs SUHD TV. Im Gaming-Modus ist der SUHD-TV zwar ein Tick schneller, aber ihr verliert dann eben die Zwischenbildberechnung und wenn ihr halt mit einer PS4 unterwegs seid, die halt meistens nur 30 Bilder pro Sekunde liefert, effektiv, dann ist es eben wirklich ein großer Gewinn, die Zwischenbildberechnung nutzen zu können. Ich hoffe, euch hat dieser XXL-Einblick in den neuen Sony TV gefallen. Wir werden weitere Videos veröffentlichen, indem wir nochmal explizit auf die 4K-Unterstützung und auf die 4K-Performance eingehen. Und wir werden auch nochmal ein Vergleichsvideo veröffentlichen, um auf das Local Dimming einzugehen. Denn eine Info habe ich mir jetzt noch aufgespart, nämlich wie viele Dimming-Zonen jetzt im 75 Zoll Fernseher überhaupt vorhanden sind. Also seid gespannt, wenn wir unseren nächsten Vergleich auf YouTube einstellen. Bis dahin, macht's gut.